Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind wieder zusammen in der Pfalz unterwegs. Und heute sind wir wieder in Annweiler und wir werden den Richard-Löwenherz-Weg laufen. Ja, entspannte kleine Runde mit rund 13 Kilometern, etwa 500 Höhenmetern. Und auf der Tour gibt es einiges zu sehen. Viele schöne Felsen soll es geben, schöne Aussichten, auch gerade auf die Burg Trifels, wo ja Richard Löwenherz ja, mal gefangen gewesen war. Ja, und wir sind gespannt, wie die Runde so wird. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging die Tour mitten in der Altstadt von Annweiler. Wir waren noch nicht richtig losgekommen, da wurde Anne schon an den Pranger gestellt. Sieht ungemütlich aus. Vor allem, wenn man dann noch versucht, darin zu essen. Gut, dass Anne so beweglich ist. Nicht immer genau an die Wegführung haltend, ging es noch ein Stück weiter durch die Altstadt, bevor es sodann bergan in Richtung Ortsrand ging. Außerhalb von Annweiler ging es zunächst über Wiesen und Felder und wir erhielten erste schöne Aussichten. Hier auch mal ein paar Eindrücke von oben. Dort drüben waren wir wenige Tage zuvor auf dem Annweilerer Burgenweg unterwegs. Bereits kurz nach dem Drohnenflug verließen wir die offene Landschaft und es ging hinein in den Annweilerer Wald. An einem auf dem Weg liegenden Parkplatz hatten wir erneut schöne Sicht auf die Burg Trifels. So ging es weiter, munter bergan und wir erreichten einen weiteren Aussichtspunkt mit Blick auf die, ihr ahnt es sicher schon, Burg Trifels. Schöne Aussichten kamen hier dicht auf dicht. Nur ein kurzes Stück weiter kamen wir schon zum nächsten Aussichtspunkt und beschlossen hier ein wenig zu verweilen und die Aussicht auf den Wasgau zu genießen.
An dieser Stelle verließen wir für kurze Zeit die Originalroute, wollten wir doch einen Abstecher zum beeindruckenden Asselstein machen, einem in der Region bekannten Kletterfelsen. Wichtig zu beachten: Teile des Felsens sind je nach Jahreszeit aufgrund möglicher Brüten der Falken gesperrt. Für uns ging es somit nur links am Felsen vorbei. Unweit des Asselsteins liegt auch die gut besuchte Kletterhütte am Asselstein. Da wir kurz zuvor schon ein Päuschen gemacht hatten, wanderten wir hier leider nur vorbei in Richtung des wortwörtlichen Höhepunkts der Tour. Ja, hier an der Stelle, wo wir gerade sind, kreuzt der Weg sich selbst. Ne? Das Abgegriffene ist die Kreuzung, wo wir stehen. Und jetzt diese Richtung geht es hoch auf den Rehberg. Von hier neben kommen wir wieder runter. Und das ist auch ganz gut gemacht, indem er das mit den Pfeilen auf den Markierungen unterschiedlich farbig nochmal kenntlich gemacht hat. Also schwarzer Laufrichtung hier lang, rote Laufrichtung hier lang. Und je nachdem von der anderen Seite kommt man dann entsprechend zurück. Also wir laufen jetzt aber den schwarzen Pfeilen lang. Auf dem Berg befindet sich ein Turm, welcher natürlich von uns sogleich erklommen wurde. Ein Upgrade für die Aussicht geht doch immer. In diesem Fall war es auch nötig, da der Gipfel doch recht bewaldet war. Und wie es so ist, die Höhenmeter, welche wir eben bergauf zurückgelegt hatten, wollten nun auch wieder bergab bewältigt werden. Auf ein neues. Da wird doch nicht jemand müde sein? So ein Pferd wäre zur weiteren Fortbewegung für den müden Tobi schon verführerisch. Aber natürlich ging es für uns lediglich auf Schusters Rappen weiter. So wie sich das gehört. So, da sind wir wieder an der Kreuzung und ja, jetzt geht's wieder runter nach Annweiler. Vor dem endgültigen Abstieg erhielten wir noch einen schönen Blick auf die Burg Trifels.
Unten angekommen, erwartet uns eine kleine Überraschung. Lamas am Wegesrand. In einem am Weg liegenden Kneippbecken kühlte sich Anne ein wenig ab. Wie man an den Aufnahmen unserer Kleidung sieht, war es recht warm an diesem Tag. Weiter ging es durch die Marquardt-Anlage, wo gerade die Veranstaltung Ein Tag im Park stattfand. Wir nutzten die Gelegenheit für die obligatorische Kuchenpause. Die Nilgänse haben den Tag im Park wohl auch sehr genossen. Danach ging es zum lockeren Auslaufen in Richtung Altstadt. Der Richard-Löwenherz-Weg liegt recht weit südlich im Pfälzerwald, westlich von Landau in der Pfalz, bei Annweiler. Der Weg führte von der Altstadt von Annweiler zunächst über Wiesen und Felder hin zu schönen Aussichtspunkten wie dem Wasgaublick. Im weiteren Verlauf machten wir noch einen Abstecher zum Asselstein, erklommen den Rehberg nebst Turm und wanderten vorbei an exotischen Tieren zurück nach Annweiler. Ja, da haben wir es geschafft. Der Richard-Löwenherz-Weg ist gewandert. Und er war richtig schön zu laufen. Er war sehr abwechslungsreich. Es gab zwar auch so einige breitere Feldwege, aber wir hatten einen hohen Anteil an schmalen Pfaden, die uns auch immer mal wieder über Stock und Stein in Serpentinen den Berg hinaufgeführt haben und Ja. auch hinab. Zuweilen auch etwas knackiger ging es bergan. Und unterwegs gab es dann auch einiges zu sehen. Ne? Die Sandsteinfelsen zum Beispiel und einige sehr, sehr schöne Aussichten. Höhepunkt auch im wortwörtlichen Sinne war dann der Rehberg bzw. der Turm darauf, weil höchste Erhebung und von da hat man dann einen super Rundumblick gehabt. Ich wollte gerade noch mal kurz einhaken, weil du gesagt hast Aussichten. Also bei den Aussichten natürlich der Blick auf die Burg Trifels war super. Ja, die sieht man natürlich auch des Bei Öfteren. den Sandsteinfelsen, die du erwähnt hast, da fand ich, wahrscheinlich du auch, den Asselstein sehr beeindruckend. Ist eigentlich nicht Bestandteil der Route, da haben wir einen kleinen Abstecher gemacht. Solltet ihr da vorbeikommen, müsst ihr darauf achten, auf der einen Seite darf nicht gelaufen werden, da ist abgesperrt. Zumindest im Moment. Genau, bis zum 1.7., wenn wir das richtig verstanden haben. Ja, was gibt es noch zu sagen zum Weg? Markierung war in Teilen okay, in Teilen nicht. Also der ein oder andere Aussetzer war mit dabei. Heißt, die ein oder andere Kreuzung war dann auch ohne Markierung gewesen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir War's es das doch für mal heute? wieder. Ja, dann hoffen wir, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, kleine Ergänzung noch. Jetzt sind wir vor lauter Leuten, die gerade um uns herum gesprungen sind. Also ihr habt es nicht gesehen, war alles hinter der Kamera. Vielleicht habt ihr ein bisschen was gehört. Haben wir noch einen kleinen Kritikpunkt vergessen, neben der Markierung, nämlich der Namensgeber des Weges Der hat uns überhaupt nicht besucht auf dem ganzen Weg. kam auf dem Weg eigentlich nicht vor. Genau, also außer dass man auf den Markierungen liest, kam der ein bisschen kurz. Das fanden wir recht schade. Also da hätten wir das Ganze schon so ein bisschen aufgreifen können, die ein oder andere Tafel mal aufstellen können und so weiter. Beziehungsweise Burg Trifels, die wir ja mehrfach auf dem Weg auch gesehen haben, ist auch nicht Bestandteil der Tour, obwohl der damals wohl eingekerkert war. Allerdings muss man sagen, man hat sehr viele schöne Blicke auf die Burg Trifels. Und Also sie ist Bestandteil der Annweilerer des Annweilerer Burgenwegs. Jetzt habe ich es wieder. genau. Den sind wir beim letzten Mal gelaufen. Gut, das aber noch mal so als kleine Ergänzung. Und dann würde ich sagen, haben wir es jetzt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.